Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute backen wir ein leckeres Olivenbaguette. Dazu stellen wir uns einen Hefeteig her, kneten ein paar Oliven unter und dann kommt das Ganze auch schon in den Backofen. Geht also wieder ratzfatz, wirklich richtig schnell. Bei uns darf so ein leckeres Brot beim Grillen einfach nicht fehlen. Und ich würde sagen, lasst uns loslegen. Viel Spaß jetzt beim Video. Ja, wie gesagt, wir wollen grillen und deswegen mache ich heute dieses leckere Olivenbaguette. Ich habe gedacht, ich nehme einfach die Kamera mit und filme das Ganze für euch, damit ihr auch so ein leckeres Baguette beim Grillen genießen könnt. Es ist wirklich hervorragend, geht richtig, richtig schnell. Wir brauchen auch gar nicht viele Zutaten. Ich schreibe sie euch wieder alle unten in die Infobox, genauso wie die ganzen Infos zum Rezept. Wir brauchen jetzt Folgendes. Zum einen schwarze Oliven, die sollten entsteint sein, dann Mehl, Salz, Olivenöl, ein bisschen Zucker, Hefe und Wasser. Und das war es dann auch schon. Also wie gesagt, wirklich nicht viele Zutaten für dieses leckere Baguette. Und als allererstes könnt ihr euch 100 Gramm Oliven abwiegen. Meine sind schwarze Oliven, ihr könnt natürlich auch grüne Oliven nehmen oder ihr könnt sie mischen. Sie sollten, wie gesagt, entsteint sein und in den Mixtopf geben und 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Wer mich schon öfter gesehen hat, der weiß, ich mag lieber, wenn man noch sieht, was man isst. Deswegen habe ich meine Oliven einfach genommen, gut abtropfen lassen und in kleine Scheibchen geschnitten. Ich finde es viel schöner, wenn man noch so große Stücke nachher im Brot sieht. Aber wie gesagt, das ist ja Geschmackssache. Wem das zu viel Aufwand ist, der kann jetzt als erstes die Oliven einfach im Mixtopf zerkleinern. So, und wir stellen uns jetzt als nächstes den Hefeteig her für unser leckeres Baguette. Und dazu kommen 300 Gramm Wasser in den Mixtopf. Ich habe mein Wasser schon abgewogen vorhin. Dann gebe ich eine kleine Menge Zucker mit ins Wasser, einfach für die Hefe, damit die Hefe was zum Essen hat und besser aufgeht. Könnt ihr komplett weglassen, wenn ihr diesen nicht wollt. Ihr werdet es aber nachher nicht mehr im Brot schmecken. Also die geringe Menge, ich habe jetzt einen Teelöffel Zucker genommen, schmeckt man nachher im Brot nicht. Wer da Bedenken hat, kann ich euch beruhigen. Als nächstes kommt ein halber Würfel frische Hefe dazu und die krümel ich gleich ins Wasser rein. So, dann gebe ich 500 Gramm Mehl dazu. Ich nehme jetzt Weizenmehl Type 405. Zwei Teelöffel Salz. 1, 2 und 15 Gramm Olivenöl. So, das waren schon alle Zutaten, bis auf die Oliven, die kneten wir aber gleich noch unter. Jetzt lassen wir den Teig erstmal 1 Minute auf der Teigstufe kneten. 1 Minute lang. Teigstufe. Jetzt kommen die Oliven dazu. Wie gesagt, ich habe meine abgewogen, 100 Gramm sind es und in Ringe geschnitten. Die kommen dazu und werden jetzt einfach noch schnell untergeknetet. Auch wieder auf der Teigstufe, einfach 15 Sekunden lang. Ja, damit ist der Teig fertig. Ich zeige ihn euch gerade mal. So sieht er aus. Richtig, richtig yummy. Ich mache mir kurz Platz, schiebe den Thermi zur Seite und hole mir eine Schüssel, weil ich jetzt meinen Teig umfüllen werde. So, hier habe ich meine Teigblume, mit der geht es einfacher. Meine Schüssel habe ich leicht eingefettet und da plumpst jetzt der Teig rein. So, ein bisschen was hängt hier noch drin, aber gar nicht viel. Das löse ich ganz kurz und gebe es hier dazu.
So, das war's schon. So sieht mein Teig aus jetzt in der Schüssel. Die Schüssel decke ich zu, mache einen Deckel drauf und mein Teig darf jetzt sich eine halbe Stunde schön ausruhen. Also stell die Schüssel einfach an einen warmen Ort und lass den Teig 30 Minuten gehen und dann machen wir weiter. Ja, die 30 Minuten sind rum. Mein Teig ist jetzt so schön aufgegangen. Ihr könnt euch jetzt den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Das habe ich gerade schon gemacht. Meiner läuft. Und ich habe mir auch schon ein Backblech mit Backpapier belegt und meine Baguette-Backform draufgelegt. Das ist diese hier. Wer sie nicht hat, ist nicht schlimm. Dann backt einfach euer Baguette auf dem Blech ab, legt ein Backpapier drauf und ihr könnt es genauso abbacken wie ohne diese Baguette-Backform. Ich nehme die nur immer ganz gerne, weil das Baguette dann eine schöne Form einfach bekommt und optisch schöner aussieht. Wer sie sich mal anschauen möchte, die gibt es in meinem Amazon Online-Shop. Link steht wieder unten in der Infobox. So, jetzt hole ich den Teig einmal raus. Ich habe mir hier ein klein wenig Mehl hingestreut, für den Fall, dass der Teig durch die Oliven doch noch etwas klebrig sein sollte. Ja, er ist ziemlich feucht. Den teile ich mir jetzt einmal in 2 Stücke, dass ich 2 Baguette bekomme. Wenn ihr kleinere Baguettes oder Brötchen oder Brote haben möchtet, dann müsst ihr euch das eben dementsprechend teilen. So, und jetzt forme ich meine eine Teighälfte ganz grob zu einem Baguette. Einfach so ein bisschen ausrollen. Hole mir meine Form her und lege das Baguette in die Baguetteform oder wie gesagt, ihr legt es einfach auf euer Blech drauf. Das gleiche mache ich jetzt noch hier mit der anderen Hälfte Teig. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt gebe ich noch etwas Mehl über die Baguettes drüber. Ich bestäube sie so ein bisschen. Ich finde, es sieht dann immer richtig lecker aus, wenn das Baguette schön aufgegangen ist und man noch so die Mehlschicht ein bisschen erkennen kann. Nicht zu sehr, aber ein bisschen. Und ich werde auch mein Baguette einschneiden. Dafür nehme ich eine Rasierklinge. Damit geht es immer super. Ihr seht, sie ist ganz frisch. Ich habe sie neu gekauft. Und jetzt werde ich damit das Baguette noch etwas einschneiden. So, und das war's. Jetzt kommt mein Baguette in den Backofen, wie gesagt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Gebt es auf die zweite Schiene von unten und lasst es ungefähr für 30 Minuten schön im Backofen backen. Bleibt einfach ein bisschen in der Nähe und schaut immer mal wieder rein, weil ihr wisst ja, jeder Backofen backt anders. Bis gleich! Ja, meine Lieben, und hier seht ihr jetzt das fertige Olivenbaguette. Bei mir waren sie jetzt 35 Minuten im Backofen, aber das hängt natürlich immer mit dem jeweiligen Backofen zusammen. Und ich zeige euch gerade noch mal hier, wie schön und lecker das aussieht. Da ist es ein bisschen aufgeplatzt, da kann man jetzt natürlich sehr schön die Olivenstücke sehen. So sieht es von unten aus. Also einfach herrlich. Ich könnte gerade reinbeißen, so lecker sieht es aus und duftet es. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch Lust machen
auch mal Olivenbaguette selber zu backen. Gerade wenn ihr jetzt grillt und gerne grillt, oft grillt, dann probiert es auf jeden Fall aus. Falls euch das Rezept gut gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Da unterstützt ihr mich immer riesig mit. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachbacken. Lasst es euch gut schmecken und bleibt weiterhin gesund und haltet die Ohren steif. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.